28,43 nach rechts. Nou, mag dat. Het gaat goed, zullen we zien, hè? Heb je aangeschaft al? Nou, mooi. Ja, Bestätigung. Okay. Guten Morgen Leute. Wir laufen heute die zweite der 4 Wanderungen von die Hügelland 4 Tage. Gestern hatten wir schon 42 Kilometer gelaufen. Heute wird es auch wieder 42. Und ja, was soll ich sagen? Es ist der 8. August, wird wieder schönes Wetter, bis zu 25 Grad. Am Mittag geht die Sonne scheinen, der Rest des Tages soll ein bisschen wolkig sein. Und das wird, denke ich, wieder eine schöne Wanderung. Und wir gehen Richtung Walwiller den Süden hin und kommen auch in Deutschland, wenn ich es gut gesehen habe. Wenn man im Osten aus Walwiller rausläuft, dann ist man ja in Deutschland. Und wie ich gesehen habe, geht das entlang dem Osten von Walwiller. Also bin mal gespannt. Ich hoffe, mich nicht so verlaufen wie gestern. Also das war auch mal was. Nach 685 Meter sind wir raus aus Berg und laufen wir den ersten Hang ab und der geht richtig runter. Und ich habe schon eine schlimme Ahnung, dass wir die Wand, die gestern aufgelaufen sind, im letzten 2 Kilometer, dass wir die wieder haben. Heute. Bin mal gespannt. Und noch wenige Meter geht es erst abzweigen. Und wir befinden uns hier die 43. Und jetzt gehen wir den Hang wieder hoch. So geht das hier. Nach 1,9 Kilometer habe ich Trablet verlassen. Aber das Schild war sehr schlecht zu sehen, da standen Bäume vor. Ja, ein bisschen Problem mit meiner Stimme heute Morgen. Die will nicht so ganz. Aber kann passieren. Und ja, die 42 Kilometer gestern, ich merke sie noch immer. Obwohl ich gut geschlafen habe heute Tag. Naja, kann man nichts machen. Und das ist richtig frisch mit 76 Grad, 17 Grad. Aber die Sonne kommt schon. Und das geht dann immer wieder hoch und runter. Und hier geht es auch wieder so ganz leicht hoch. Da vorne geht es wieder mehr hoch. Ja, so funktioniert das. ...4,28 Kilometer. Und wir kommen wieder an ein Dorf. Bin mal gespannt, ob da etwas steht, was für Dorf es ist. Und hier ist mal ein bisschen flach, ne? Nicht so hügelig. Aber das ist hier schnell wieder vorbei. Und ich glaube, hier gibt es den ersten VP. Und hier stehen die Flaggen. Ja. Hier gibt es tatsächlich den ersten VP. Schon noch 4 Kilometer. Oh, unglaublich. Nein, hier gibt es
etwas zu beißen. Apfel. Haben wir einen Apfel? Danke. Ze weten precies hoeveel we langskomen hoor. 5,56 Kilometer. Also die ersten 5 Kilometer sind weg. Und das Dorf, wo wir waren, war Sibbe. Aber ich war mit jemandem am Reden, wie ich da den Dorf auslief. Also habe ich die Kamera nicht angemacht. Jetzt ist es ein bisschen flach und geht es. Ne? Also ich schätze eine gute 2 Kilometer bis die nächste Pause. Die erste Pause. VP1 wird das. ...6,58 Kilometer. Und wir müssen scannen. Nog niet. We moeten jou scannen. Zo, we scannen met z'n hier. Keine Ahnung. Ik denk daar hinten. Wil je dat kunnen mee? Ja. Zou het kunnen? Ja, prima. Kijk eens aan. Mooi. Mooi zo. Laat maar zien. Danke. Wat scannen? Tja, das war schon der erste Scan, ne? Aber ich habe noch keine, nein, ich habe im Moment noch keinen Bock drauf, Pause zu machen. Also ich werde zunächst der VP laufen. 28,42, ersten Mal. Also kommt wieder zurück hier in Schenne. Also hier ist dann die erste Abzweigung. Also ist nur durch die 28,42 wird es ruhiger auf die Route. Und nach die nächste Pause kommt die nächste Abzweigung für die 42. Ich muss schauen, ob die iPhone nicht am Lader muss. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, wir befinden uns auf die 21,42. Nach 7,85 Kilometer haben wir das Dorf Groot-Welsen verlassen. Ich habe gar nicht gesehen, wie wir reingekommen sind, aber macht nichts. Also Schöne sind wir schon längst weg. Und jetzt sind wir auch weg aus Groot-Welsen. Und es geht wieder ein bisschen den Hang ab. Ein bisschen entspannen. Das läuft super. Guck mal hier die Autos, das ist richtig scheiße, ne? Und wir laufen hier jetzt noch in Margraten nach 8,92 Kilometer. Und werden Margraten hier über einen Feldweg wieder verlassen. Also wir gehen immer weiter im Süden, nach Walwellach. Und wir kommen nicht in Deutschland. Ja, da haben Sie keine Genehmigung für. Ja. 9,68 Kilometer. Und da kommt wieder ein Dorf. Also wir sind fast an die 10 Kilometer ran.
Schinweiler. Nee. Schulder. Schulder, jetzt sehe ich es. Schulder. Nie von gehört. Okay. Aber so zu sehen streifen wir das Dorf. Dann gehen hier wieder nach rechts und dann geht es noch rein in die Pampe. (13,4 Kilometer, Leute. Schaut euch den Blick mal an. Wow. Und wir gehen hier richtig runter. Richtig runter. Ich denke, dass im Dorf hier unten der nächste VP ist. Schau dir das mal an. Boah. Da ist die Kirche schon. Die Kirche muss man im Dorf lassen, ne? (5,2 Kilometer, Leute. Und es gibt die nächste Pause. Da sitzen sie alle. Mein Bändchen scannen lassen. Und dann gehen wir nämlich auf die 42 Kilometer. Ja. Das ist Rami. Alsjeblieft. Merci, danke. Je liep geen basisschool. So. Jetzt nach draußen. Irgendwo Pause nehmen kann. Alle, wir sind hier in Gulpen. Okay. Dat je irgendwo mal eine Pause machen kann. Nach 15,2 Kilometer verlasse ich Gulpen. Über ein kleines Pfad entlang das Wasser. Das kann die Göhl sein. Ich weiß es nicht sicher, aber ich denke schon. Guck mal, unsere Freunde. Unsere Freunde sind auch alle da. Aber wir haben keine Zeit für uns. Wir müssen essen jetzt. Ich schätze ungefähr 9:15. Und die Jungs müssen essen. Das sind Jungs, ja, das sind Jungs. So zu sehen schon, ja. Ah, und? Alles gut? Und das war die Eierbach oder so etwas, was hier läuft. Das war nicht die Göhl. Da geht sie wieder.
Ein Tunnel, der zweite. Der vorher hat Wasser drin, diese nicht. Dann sehen wir, was die Insta360 X4 davon macht. Ne? Man sollte sagen, ein alter Bahntunnel. Ne? So scheint das. Kann auch sein, dass das mal eine Bahn war hier. ...18,3 Kilometer, 18,4 Kilometer. 18,4. Ja, geht schon Richtung die 20. Ja Leute, 21,1 Kilometer. Wir haben die Mitte der Tour erreicht. Und hier ist, glaube ich, der Rastpunkt. Da werden wir einen kleinen Rast machen. ...24,5 Kilometer, Leute. Und wir müssen hier lang die Tiere. Ja. Aber die sind ganz ruhig. Einfach drumherum. Hallo Leute, und? Alles gut? Das sind ja Kühe. Wow, geil, das mag ich. Und wir gehen mal geradeaus. Und irgendwo müssen wir, glaube ich, über den Wasser. Da gehen die Leute. Der Seite. Übenlang. Hier wieder hoch, ne? Und hinter mir kommen auch Leute. Wir brauchen noch 2-3 Kilometer bis zum VP. Und dann ist die ganze Meute wieder zusammen. Ne? Ja. Dann gehen wir hoch. 27,3 Kilometer, Leute. Das war VP 4, was erst VP 2 war. Und jetzt 42 zweiten Mal. Ne? Also der Rückzug ist schon lange am Gange. Ich muss die Kamera mal ein bisschen recht halten, ne? Gerade halten. Und das ist ja zum Kotzen manchmal. So, wieder im Gang kommen. Ne? Noch 13, 15 Kilometer, 15, 16 Kilometer. 28,3 Kilometer, Leute. Wir sind raus aus Gülpen. Und ich konnte die Kamera nicht eher anmachen, weil es ging in Gülpen schon richtig den Hügel hoch. Und das hat sich so bis 1,5 Kilometer außerhalb Gülpen hat es sich weitergezogen, nach oben, nach oben, nach oben. Und jetzt geht es wieder runter, herrlich. Ein bisschen zur Ruhe kommen, ne? Elektrobikes. Ja. Und da vorne geht es wieder langsam, geht es langsam wieder hoch. Ne? All die Kühe ganz schön wieder liegen, das sind sehr viele. Oder Rinder. Ich weiß nicht, was das sein.
verdammt schöne Landschaft. Schödach, also Schödach. Ja, 33,9 Kilometer, wir verlassen Schödach. Und laufen wieder über den Pfad. ...34,6 Kilometer, Rot-Weißen. Also die Zahlen sind schon einstellig. Ja. Ja Leute, ich bin jetzt weg vom letzten VP. Gut 6 Kilometer bis zum Finish. Das sagt sich so einfach, ne? Gut 6 Kilometer bis zum Finish. Ja, das ist eine gute Stunde. Und eine Stunde, ja, 10 Minuten, 20 Minuten. Wir werden sehen. ...40,2 Kilometer, Leute. Mal sehen, was wir hier verlassen. Also, kann nicht weit mehr sein. Ich denke, da vorne ist die Kirche vom Berg. Es sind nur noch wenige Kilometer. Wolfsbuis oder Wolfsbuis. Wolfshuis, Wolfshuis. Und wir gehen wieder weiter. Richtung Finish. Ja Leute, 44 Kilometer. Und wir sind im Ziel. Ja, 44 Kilometer, Wahnsinn. Hallo Leute, willkommen bei der Abmoderation von die 36. Hügelland 4 Tage von Berg unter Bleit. Die war vor ungefähr 14 Tagen, ne? Ja, ich bin ein bisschen spät, aber naja, okay. Es war der 7., der 8. und der 8., 8., 9, 8 und 10, 8. Leider habe ich nur 2 Tage gelaufen. Ja. Kleines Malheur, kleiner Unfall am Ende der 2. Tag. Da war so ein Pfad und da waren Baumwurzeln. Und ich bin hängen geblieben mit meinem Fuß hinter einem Baumwurzel. Ich habe es noch weiterlaufen können bis zum Finish, das ging noch, aber Samstag ging nichts mehr. Und da hatte ich gehofft, Samstag zu ruhen und dann Sonntag wieder zu laufen, aber nein. Wie sagen wir immer, die Hoffnung stirbt am letzten und ja, die ist am Sonntag verstorben, die Hoffnung. Und ich hoffe jetzt, morgen Sonntag, die erste Wanderung wieder zu laufen, 14,2 Kilometer, sie ist relativ flach. 20 Höhenmeter. Um mal wieder versuchen, wie es geht mit meinem Fuß. Ob es wieder einigermaßen geht mit Laufen. Ich hatte eigentlich noch die 50 Kilometer Iron Walk geplant in Düsseldorf, der 30. August. Aber das kann ich komplett vergessen. Das werde ich mit dem Fuß jetzt nicht schaffen. Ich hatte noch sehr viel Glück, dass da ein netter Herr war, der noch sehr schnell reagiert hat, sodass ich nicht komplett mit die Schnauze vom Boden gelandet bin. Also das war noch viel schlimmer geworden, wenn der nicht eingegriffen hat. Mein Dank dafür. Naja, kann man nichts machen. 2 Tage doch gelaufen. Sind doch 100. Was war es wieder?
nein, es sind nicht 100, sind 42, 44, sind 86 Kilometer in 2 Tage. Das ist doch schon sehr nett. Ne? Der erste Tag war sehr schön, schönes Wetter, richtig geil. Meine Maus mal dazu nehmen. Da war kein Regen, gar nichts. Schöne Tour. Richtig schön. Den Berg hoch, den Berg runter. Da waren richtige schwierige Passagen dabei. Und das Schönste war, am Ende kam man an den Hügel, wo wir auch waren, mit die Wanderung in Bergen der Pleit, die ich gemacht habe, die Testwanderung. Der Hügel, das war der letzte Berg, der ich hoch musste. Da habe ich 3-mal ausruhen müssen, weil das war absolut der Hammer. Aber schlussendlich habe ich es dann doch geschafft. Ich habe ein paar Fotos gemacht da. Man sieht hier die schöne Landschaft. Das war schon in der Nähe von dem, ja, wie hieß das wieder? Wo die, ich bin jetzt los. Ja, jetzt, man kann es im Video sehen, ich bin mal eben weg. Das waren die Ränder, ne? Das war ganz schön, die kamen aus dem Wald. Das war richtig schön. Das gleich am Anfang der Wanderung. Hatten wir noch einen schönen Bach, haben auch gefilmt. Habe ich nochmal den Bach gefilmt. Das hier war die erste Pause und die letzte Pause war das. Das war schon noch 7 Kilometer, ne? Das war die Kirche dabei. Wir haben die Kirche nochmal. Nur die Samsung hat hier ein bisschen geschlampt, sehe ich. Schöne Fernblicke hatten wir da. Ja, das war hügelig, ne? Auch ein schönes Foto. Wahrscheinlich ein Schlosspark oder so etwas. So sieht das aus. Dieses Foto hat er auch versaut, der Samsung. Ich weiß nicht, was das ist mit die Samsung. Die Treppen sind ganz scharf und drumher ist alles verschwommen. Ich begreife das nicht. Da habe ich den, das war an dem Wasser, ne? War auch eine sehr schöne Passage. Das war die Sentekapelle, war das, ja. Das war die Sentekapelle. Dann hatten wir hier die Hoeve Kelmond. Ja, das war die Hoeve Kelmond. Da dachte ich, dass es ein Schloss wäre. Schönes Foto, aber auch hier wieder Unschärfe. Ich verstehe das nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Foto, was mit die Samsung gemacht ist. Und das Foto ist gemacht mit der Insta360 X4. Das ist komplett scharf. Natürlich hatten wir auch Kapellen. Das ist Maria Kapelle in Kelmond. Das ist die Kapelle selber. Das wieder mit die Samsung gemacht und hier sieht man wieder unscharf. Ich verstehe das nicht. Hier auch unscharf. Die Kapelle selber ist relativ scharf. Was ist das doch mit die Samsung? Das war Kasteel Genbroek. Habe ich von sehr weit fotografiert. Ich glaube, ich weiß nicht ganz sicher, dass das die Insta360 war, glaube ich. Schöne Ente, die gab es auch. Und die sind Hubertusmühle. Aus der Ferne gefotografiert, ist auch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Kann die Insta360 sein, weiß ich nicht. Das war auch eine Kapelle. Ich weiß nicht, welche Kapelle das ist. Habe ich nicht rausgefunden. Und das waren sie schon. 19 Fotos gemacht. Ja, aber man ist ja ein bisschen in Zeitzwang bei so einer Wanderung. Ne? Denn bevor so spät, dann ist die zweite Versorgung VP geschlossen. Dann hat man die dritte VP, die war auch schon um 1 Uhr geschlossen.
die dritte oder vierte war das auf die 42, die war um 1 Uhr war die schon dicht, also man muss ein bisschen Gas geben doch. 5 Uhr war sowieso der ganze Laden geschlossen. Da muss man zurück sein. Und wir haben am ersten Tag 8 Stunden und 51 Minuten gelaufen, 42,6 Kilometer, 4,8 Kilometer pro Stunde Durchschnitt und 420 Höhenmeter. Das war der erste Tag. Und der zweite Tag, der Tag, wo ich den Unfall hatte, war auch sehr schön, sehr geiles Wetter. Richtig geiles Wetter war da. Es war ein bisschen wärmer als am ersten Tag. Auch so um die 27, 28 Grad. Und habe auch ein paar Fotos gemacht, nicht zu viele. Hier sieht man eine schöne Landschaft, ne? All die Wanderer laufen. Wir hatten schon die erste, die Foto steht ganz falsch, ne? Die erste Schwemme. Hier hatten wir auch einen schönen Fernblick und da liegt auch eine, ja, was war das wieder? Auch ein Schloss oder so, was ist das? Das ist St. Rosa Kirche in Sibbe, die St. Rosa Kirche in Sibbe. Da hatten wir auch eine Pause, die erste, glaube ich, wenn ich mich gut erinnere. Das war Mariabell in Groß-Welsden. Hatten wir da nicht auch eine Pause, die zweite? Das weiß ich nicht, was das ist. Luft. Ja, die Kühe, die lagen da so schön, ne? Da muss man auch mal ein Foto machen. Das war auch ein geiles Bild. Da sieht man auch wieder, wie hügelig das war. Das war die Pfarrkirche St. Petrus. Die lag in Gülpen. Ja, das war Gülpen, wenn ich mich gut erinnere. Zwergen hatten wir auch Kobolde. Wieder ein Fernblick auf eine Farm, ein Bauernhof. Hier auch wieder ein Fernblick. Das war die Göl, glaube ich. Wieder Kühe, sehen wir auch selten, dass die so liegen, ne? Guck mal, wie geil. Das sieht richtig geil aus. Dann denken sie, liegen wie tot, aber die sind nicht tot, die leben. Das war die St. Barbara Kirche in Schilder. Schilder, ja. Das war auch in der Nähe von Schilder. Das war die von Tienhovenmühle. Die liegt da hinten. Sieht man im Video besser. Hier sieht man sie noch etwas besser in diesem Foto. Und das waren 18 Fotos. Also, ja, muss ich ein bisschen ranhalten. Man hat nicht so viel Zeit, um Fotos zu machen. Das geht nicht. Da kann ich das sehen noch, wo das eine war. Das ist die. Die Foto. Nein. Okay. Gut, wir hatten den zweiten Tag 9 Uhr und 1 Minute gelaufen. 43,9 Kilometer, also 44. 4,9 Kilometer pro Stunde, fast 5. Und das waren 520 Höhenmeter. Also die hatten noch 100 Höhenmeter mehr als die vorherige Wanderung. Was soll ich sagen? Die 2 Tage, die ich gelaufen habe, die waren gut. Es ging auch gut. Ich fand am zweiten Tag besser laufen als am ersten Tag. Schade, dass ich da am Ende das zweite Tag den Unfall habe gehabt und dass das mich aus dem Rennen hat geworfen. Ich denke, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich die alle 4 gelaufen. Aber tja, nächstes Jahr werde ich es neu versuchen und hoffe ich mehr Glück zu haben. Das wird diese wäre Wasserwanderwelt in Lödal. 23,8, ja, es wird der 24. 23 ist jetzt heute, das schaffe ich nicht. Ich habe noch
etwas auf dem Plan heute. Und das war eine sehr flache Wanderung. 20 Höhenmeter. Ich schätze 4 Kilometer pro Stunde, werden sehen. Ja, dann muss ich weiter schauen, wie es geht morgen. Mittelschwer. Was macht mein Fuß morgen? Das ist die große Frage. Ja, Leute. Wir werden das sehen, was es wird. Abonnieren Sie sich auf dem Kanal, gebt dem Video ein Like. Schreibt in den Kommentaren, was ihr fand von diesen 4 Tagen, was nur 2 Tage wurden. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und das wird dann wahrscheinlich die Video von morgen sein. Die Wanderung von morgen sein, nicht das Video, ja, Video und Wanderung von morgen sein. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Ihr Theo. Ciao, ciao.